Bon dia Lissabon! Ich schaue mir heute mal in Lissabon ein Museum an, und zwar das sehr bekannte und markante MAAT-Museum. Hier im Hintergrund seht ihr das markante Gebäude. MAAT steht für Museo Architectura Arte e Tecnologia, also ein Museum für Architektur, Kunst und Technologie. Kurz gesagt kann man sagen, es ist ein Museum für moderne Kunst. Und ich war noch nie drin, ich bin gespannt und werde da jetzt mal reingehen und mir mal anschauen, wie die Ausstellung hier aussieht. So, hier haben wir ein bisschen Wind. Ich bin jetzt hier oben auf dem MAAT-Gebäude oben drauf. Man kann ja einfach so vollkommen kostenlos drauf gehen. Hier geht eine Treppe hoch. Also wenn man hier mal beim Spaziergehen vorbeikommt, kann man einfach hier aufs Gebäude oben drauf. Und man hat eine wirklich beeindruckende Aussicht über den Tejo. Im Hintergrund sieht man es mit der bekannten Roten Brücke. Und in der anderen Richtung kann man bis zum Atlantik gucken. Und schon allein deswegen lohnt es sich ja einmal zumindest drauf zu gehen. Eigentlich wollte ich heute hier ins MAAT, ins Museum für moderne Kunst in Lissabon, direkt hier am Tejo. Aber als ich da war, hat man mir gesagt, das hat heute geschlossen. Das hat erst morgen auf. Und auf dem Weg zum MAAT habe ich schon ein anderes Museum gesehen. Das sah ganz spannend aus. Und dann dachte ich, scheiß was auf moderne Kunst. Ich gehe jetzt in die Lego-Steine-Ausstellung und in die 3D Interactive Trick Gallery. Und was das ist, schauen wir uns jetzt mal an. In dieser Ausstellung wurden wahrscheinlich Millionen von Lego-Steinen verbaut. Allein diese Titanic ist 11 Meter lang. Ja, ein Teil dieser Ausstellung nennt sich Interactive 3D Trick Gallery. Dabei handelt es sich hier um so verschiedene bedruckte Stellwände mit interessanten Motiven und man kann sich halt selber in diese Motive integrieren. Das Ganze funktioniert mit dem eigenen Handy. Die haben hier so Stationen, da kann man das Handy halt einklemmen, dass es aufrecht steht. Und dann kann man mit dem Selbstauslöser, zum Beispiel 5 Sekunden Zeitverzögerung, die Aufnahme starten und sich dann schnell hier in dieses Motiv integrieren, indem man sich hier vor die Stellwand stellt und dann macht das Handy ein Foto und man ist Teil des Bildes. Ganz witzige Idee, funktioniert mit ein paar Hilfsmitteln ganz gut. Also mein Handy hält in diesen Stationen hier nicht so doll, aber ich habe einen mobilen Akku dabei, den packe ich dann dahinter quasi als Ersatzstativ, dass es so einigermaßen in der Richtung steht und dann funktioniert es auch eigentlich ganz gut. So, jetzt probiere ich das mal aus und zeige euch mal ein paar Ergebnisse.
So, jetzt haben wir einen Tag später und das Mart hat offen. Ich habe es schon kontrolliert und jetzt werde ich mal reingehen und mir anschauen, was hier das Museum für moderne Kunst hier zu bieten hat. Ich muss zugeben, was moderne Kunst angeht, bin ich jetzt nicht ganz so affin, aber ich gehe da jetzt mal ganz unvoreingenommen an die Sache dran und werde da mal durchgehen und mir mal anschauen, was die Ausstellung hier so hergibt. Schauen wir mal, viel Spaß! Insbesondere zu Anfang der Ausstellung gab es viele Kunstinstallationen, dessen Zugang mir persönlich verborgen blieb. Faszinierend fand ich jedoch den Nachbau eines jaimakanischen Gebäudes, welches die Lebensweise der ärmeren Bevölkerungsschicht thematisiert hat. Mein Highlight war der Nachbau einer Kunstaktion, die tatsächlich so im Jahr 2019 auch stattgefunden hat. An der Grenze zwischen USA und Mexiko hat ein US-Architekturprofessor Wippen am Grenzzaun installiert. Ein weiterer Teil der Ausstellung hat den Energiebedarf eines ganz normalen Tagesablaufes beeindruckend thematisiert. Der letzte Teil der Ausstellung, den ich gesehen habe, hat sich dem Thema Meere und Umwelt auf eine sehr abstrakte künstlerische Art gewidmet. So, ich bin jetzt gerade aus der Ausstellung im Mart rausgekommen, habe mir also in den letzten, heute und gestern, in den letzten 1,5 Tagen sozusagen 3 Ausstellungen angeguckt. Und ich muss sagen, gestern die Lego-Ausstellung, die war wirklich klasse. Die hat Spaß gemacht, da konnte man so durchlaufen. Man hat tolle Lego-Installationen gesehen. Ich hätte persönlich gerne ein bisschen mehr über Lego erfahren. Wer hat sich das überlegt? Wie ist das entstanden? Vielleicht ein paar Videos dazu, irgendwelche skurrilen Dinge. Das war da überhaupt kein Thema. Es ist also wirklich eine Ausstellung mit Modellen, die größtenteils halt neue Dinge sind, die man halt nachgebaut hat. Ob das Harry Potter war oder der Berliner Bahnhof oder die Riesen-Titanic oder andere Dinge, die da aufgebaut waren. Aber hat Spaß gemacht, konnte man sich gut angucken, war auf jeden Fall lohnenswert. Nach der Lego-Ausstellung habe ich mir ja die Ausstellung angeschaut, wo man Teil der Bilder wurde, Teil des Geschehens, wo man sich dann in die Bilder reingestellt hat und mit dem Handy dann die Fotos geschossen hat. Das war auch eine Ausstellung, die hat eigentlich, finde ich, eine Menge Spaß gemacht. Da konnte man selber kreativ werden
Und das hat wirklich Freude gemacht, muss ich wirklich sagen. Und man hat was mit nach Hause genommen auf dem Handy, tolle Fotos, die konnte man dann weiterschicken. Fand ich echt gut und kreativ. So, jetzt war ich gerade in dem Mart drin. Das ist eigentlich das komplette Kontrastprogramm, muss man wirklich sagen. Abstrakte Kunst, ich habe schon gesagt, ich habe jetzt nicht so den Zugang dazu. Man muss sich da bei so einer Ausstellung natürlich mit dem Thema beschäftigen, man muss ein bisschen sich einlesen, sich diese Installation einfach so da vorbeizurennen, das macht überhaupt keinen Sinn, das kann man sich dann sparen. Aber wenn man sich damit beschäftigen möchte und sich da ein bisschen drauf einlässt, dann ist das auch durchaus interessant. Einige Sachen konnte ich jetzt künstlerisch nicht so nachvollziehen, andere fand ich wirklich ganz interessant und innovativ. Mart ist ja Museum Architektur, Art und Technologie. Ich muss sagen, Architektur, der Name bezieht sich wahrscheinlich auf das Gebäude selber. Das ist jetzt in der Ausstellung überhaupt kein Thema. Da sieht man also nichts über Gebäude oder besondere Architektur. Und auch Technologie ist da jetzt kein weiteres Thema in der Ausstellung. Da werden also nicht irgendwie Automotoren gezeigt oder Flugzeuge oder irgendwie was Technisches, sondern es ist wirklich ein Artmuseum, ein Museum für moderne Kunst. Sehr abstrakt teilweise, wie ihr gesehen habt. Und wenn ihr da ein Faible für habt, dann lohnt es sich da auf jeden Fall reinzugehen. Wenn nicht, lohnt es sich auf jeden Fall, das Gebäude anzugucken und wenn man am Tejo flaniert, einfach mal auch auf das Gebäude zu gehen und den Ausblick zu genießen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog. Ciao!